Heute eine ungewohnte Perspektive. Ich zeige euch, wie ihr die Oberflächen eurer Trompeten reinigen könnt. Zum einen habe ich hier meine silberne Bach-Trompete, auf der anderen Seite meine Anfängertrompete in Messinglegierung und dementsprechend haben wir natürlich auch hier unterschiedliche Materialien im Einsatz. Wie ihr seht, die Trompete habe ich hier schon behandelt. Das Silber spiegelt wie am ersten Takt, wirklich eine gute Angelegenheit. Es gibt aber immer Stellen, da kommt man nicht so gut ran, wie zum Beispiel hier der Innenseite des Triggers. Und wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man, wie matt das Silber ist. Zum Vergleich: hier spiegelnd und hier richtig matt. Also hier ist sich richtig Patina angesetzt. Wodurch kommt es? Natürlich durch die Luftfeuchtigkeit bzw. auch durch Schwefel, der sich im Sauerstoff befindet. Und dementsprechend reagiert das Silber, wird matt, wird schwarz, wird stumpf vom ersten Eindruck. Und wir brauchen natürlich ein Silberputztuch, damit wir das hier behandeln können, abreiben können, damit eben das Silber wieder den Glanz gewinnt und dementsprechend natürlich auch wieder sehr gepflegt außen aussieht. Also man sieht jetzt schon bei den ersten paar Bewegungen, dass das Silber wieder anfängt zu glänzen, aber letztendlich muss ich natürlich da noch mehr rangehen in allen Richtungen und allen möglichen Zwischenständen. In jedem kleinen Winkel versuche ich da reinzugehen mit dem Silberputztuch. Das Silberputztuch färbt sich natürlich auch schwarz, man kann das hier sehen. Allerdings würde ich euch empfehlen, niemals das Silberputztuch zu waschen, weil es nämlich dann die Fähigkeit verliert, das Silber zu polieren. Also wenn es schwarz wird, gar kein Problem. Es kann immer noch eingesetzt werden, beziehungsweise dann kauft man sich eben ein neues. Das Silberputztuch, natürlich sagt es der Name schon, niemals bei dieser Messinglegierung bzw. bei Gold benutzen. Das greift das Material an. Das ist auch hier beim Silber der Fall. Also es wird immer eine kleine dünne Schicht abgetragen. Aber letztendlich geht es ja auch darum, dass das Instrument wieder schön aussieht. Das soll man nicht zu oft machen. Also ich mache das höchstens vielleicht einmal in 2 Jahren, in 3 Jahren. Je nachdem, ob natürlich auch ein dementsprechender Auftritt ansteht, wo man natürlich seine Trompete auch dann nicht nur musikalisch, sondern auch optisch präsentieren möchte. Da empfehle ich natürlich dann immer die Trompete mit dem Silberputztuch zu bearbeiten. Man kann auch zum Beispiel Zahnpasta benutzen, das hat auch eine ähnliche Wirkung. Allerdings bin ich immer der Meinung, wenn es ein Silberputztuch gibt, dann nehmen wir halt auch ein Silberputztuch, damit es wieder schön aussieht. Ich habe es jetzt ein paar Mal bewegt und ihr seht schon, es ist auf jeden Fall wesentlich glänzender als vorher. Man hat hier noch die ein oder andere Stelle, da muss man noch reingehen. Da braucht man ein bisschen Zeit dafür. Das mache ich jetzt nicht. Also unbedingt da auch noch reingehen. Man hat natürlich auch so kleine Apparaturen zu Hause, so kleine Maschinen, die auch so ein Poliertuch-Aufsatz haben. Da kann man dann zum Beispiel auch solche Sachen, so die Winkel, da kann man gut reingehen. Man muss aber dann dennoch mit dem Silberputztuch nochmal nacharbeiten, damit eben das Silber natürlich auch glänzt. So Verunreinigungen kann man hier wunderbar wegkriegen. Ich schau mal, hier an der Stelle zum Beispiel habe ich hier so einen Schatten. Das kann ich unglaublich gut wegpolieren. Das geht auch mit Silberputztuch. Allerdings ist natürlich so eine Maschine wesentlich schneller und intensiver dran als ich jetzt mit der Hand, aber es geht auch auf beide Art und Weisen. Wenn ihr jetzt eine Trompete hat, die zum Beispiel so eine Messinglegierung hat, da auf jeden Fall entweder mit so einem Baumwolltuch rangehen. Mikrofasertuch bin ich immer ein bisschen skeptisch, das kann eventuell Kratzer verursachen. Dementsprechend da auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem Umgang mit der Tuchauswahl. Ich habe jetzt hier ein bisschen Zahnpasta, die ich hier drauf mache. Und da kann ich dann zum Beispiel eine große Fläche, das wäre zum Beispiel jetzt hier am Trichter, damit einreiben. Ich mache das schön großflächig und lasse das dann auch ein bisschen einwirken. Ich mache es jetzt hier fürs Video nur auf dieser einen Seite, damit man eben sehen kann. Also es ist eine dünne Schicht Zahnpasta jetzt auf dieser Oberfläche. Die lasse ich antrocknen. Das dauert ein paar Minuten, vielleicht eine Minute. Und letztendlich nehme ich dann die Seite, wo kein Zahnpasta ist, und reibe die Trompete ab. Ich sehe jetzt hier schon einen Unterschied. Gerade eben war es ein bisschen stumpf, ein bisschen matt. Es gab so kleine Stellen, die schon angefangen haben, ein bisschen matt zu werden. Aber jetzt hier an der Stelle wirklich wunderbar glänzend. Ich weiß nicht, ob es jetzt übers Video gut rankommt. Das Licht blendet wahrscheinlich auch in der Trompete. Aber letztendlich Zahnpasta hat jeder zu Hause und dann kann man das an der Stelle mal ausprobieren. Vor allem unten am Trichter, da wo das Wasser manchmal lang läuft bzw. Verunreinigungen sind, da kann man auch wirklich sehr gut nachpolieren. Eben mit einem Baumwolltuch, das nehme ich immer ganz gerne, gibt es ja bei jeder Trompete meistens dazu. Und dann dementsprechend natürlich schauen, dass diese Zahnpasta dann nicht mehr auf dem Lack ist. Und dann sieht man, dass es wirklich wunderbar glänzt. Ich habe hier gerade eben gearbeitet, wunderbarer Lack, wunderbarer Glanz wieder, sieht wirklich sehr hochwertig aus. An der Stelle würde ich es jetzt nochmal machen. Das ist schwierig,
überall ranzukommen. Aber wenn man Zeit und Geduld hat oder in der Weihnachtsferien ein bisschen Zeit hat, dann kann man die Zeit natürlich auch zur Instrumentenpflege nutzen. Wichtig ist immer, dass ihr euch natürlich nicht nur um die Innenpflege der Instrumente kümmert, sondern auch die Außenpflege gehört dazu, dass unser Instrument dementsprechend natürlich auch optisch gut dasteht. Bei Silber ist es immer ein bisschen pflegeintensiver und nochmal der Hinweis, wenn man mit dem Silberputztuch arbeitet, man arbeitet immer eine kleine Schicht ab. Letztendlich kann es natürlich sein, wenn man es übertreibt, dass irgendwann das Silber durch ist und man zum blanken Rohr nach unten arbeitet. Aber meiner Erfahrung nach dauert es natürlich, und wenn man es regelmäßig macht, wie gerade eben schon gesagt, alle 1-2 Jahre, dann hat man da auch keine Probleme damit, dass irgendwann das Silber ab ist. Silber reagiert natürlich immer auch mit Handschweiß, also je aggressiver der Handschweiß ist, deswegen hat man dann zum Beispiel auch hier am Ventilstock öfter mal Verfärbungen, da wo sich eben der Finger bewegt bzw. befindet. Und da kann es natürlich auch immer mal sein, dass man da eher öfter nacharbeiten muss oder das Material sogar matt wird. Das heißt, da kann man dann mit Silberputztuch nicht mehr nacharbeiten. Also wir haben zum einen das Silberputztuch für die Silbertrompete und zum anderen habe ich euch gerade eben gezeigt, so Messinginstrumente kann man auch ganz gut mit Zahnpasta bearbeiten, damit eben der Glanz wieder im Instrument zu sehen ist. Schreibt in die Kommentare, mit welchen Mitteln ihr eure Instrumente pflegt, würde mich brennend interessieren. Meine Möglichkeiten bzw. meine Variante habt ihr gesehen. Ansonsten lasst am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.